Hat die Trocknung gut zu tun. Die mussten wohl auch die Siebe heute wechseln, weil die Körner so groß sind. Gefällt uns. Moin Leute, herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wir warten gerade auf Transport. Wir sind ein bisschen weiter weg heute. Wir haben hier die 15 Hektar, die so ein bisschen auswärts liegen. Die dreschen wir heute. Und ich bin hierher gekommen und habe gedacht, mein Gott, der ist aber klein. Das wird ja gar nichts. Und der ist auch noch grün hier komischerweise. Also der ist auch tatsächlich ein bisschen feuchter zu dreschen. Aber der kann schon überraschen. Ich habe jetzt hier einen Durchschnitt von 10 Tonnen auf dem Hektar. Gerade hier so die Passagen da drüben, wo es ein bisschen grüner ist, da fahren wir so bei 12, 13 Tonnen auf dem Hektar. Hier so hier vorne mal so 7 und 8. Das ist schon was. Obwohl der gar nicht danach aussieht. Also ich sag mal, hier ein Silo-Mais wäre hier bei 20, 25 Tonnen vielleicht Ende gewesen. Aber Körnermais mit einer Körnermais-Sorte, die weiß hier zu performen. Bin da total überrascht. Wir können ja einmal oben rauf gehen. Wir haben ja gerade die Möglichkeit, dass ja der Korntank gerade voll ist und können uns das Ganze von oben mal angucken. Sind schöne große Körner, sind noch einige weiche dabei. Also alles in allem ist hier 5% mehr. Wir haben ja zuletzt mit 26, 27 gedroschen. Hier fahren wir heute bei 31, 32. So, gehen wir mal hier hoch. Ja, ein bisschen wäre noch gegangen, aber mein Schalter, wenn er sagt, voll ist voll. So sieht das Ganze aus. Ich muss noch mal gerade sehen, ich habe jetzt ein bisschen gesehen, wir haben ein bisschen Bruch drin. Gucken, ob ich da noch was machen kann. Noch Korb noch weiter aufnehmen und die Rotorgeschwindigkeit noch weiter runter. Aber es sind hier auch extrem große Körner. Und dann gehen wir noch mal runter und dann zeige ich euch noch mal kurz, wie ein Maispflücker funktioniert. Also wie ihr sehen könnt, liegt hier oben unten viel Material. Und das ist ja im Prinzip alles gar nicht durch den Drescher gegangen, sondern hier gerade das, ne? Das ist alles vom Maisgebiss gemulcht worden und es gehen eigentlich nur die Kolben, die Spindeln, die Liedblätter durch die Pflanze. Wenn wir jetzt hier mal so eine Pflanze haben, müssen wir mal eine abreißen. So, dann gehen wir mal hin. Und zwar ist es wie folgt. Ist ja ein bisschen anders aufgebaut als ein ganz normales Getreideschneidwerk. Hier sind so eine Ketten. So. Hier wird das dann durchgeführt. Hier so, ne? Dann wird das ja von den Ketten erfasst. Hier geht das durch und kommt hier zwischen. Hier, da unten sind jetzt so zwei so eine Walzen, die aneinander gehen. Da, man sieht das so ein bisschen. Und die Kette führt es in diese Richtung rein. Und die Walzen ziehen das nach unten weg und quetschen gleichzeitig das Material, ne? Zerstören es sozusagen. Und dabei, wollen wir mal ausprobieren? So, sieht das denn aus? Fällt hier der Kolben ab. Der Kolben wird hier weitergeführt, landet da in der Schnecke und wird dem Mähdrescher zugeführt. Alles andere wird ja hier zum einen, da muss ich mal auf die Knie gehen, zum einen hier durchgeführt durch die Walzen, hier sind das. Da werden die durchgeführt und zum anderen wird es dabei hier zerschnitten. Also das durchgeführte Material wird gleichzeitig geschnitten. Und dann sieht das so aus, wie es aussieht. Am Ende. Das heißt, hier das alles zerstört. Ne? Klar, die sind natürlich hier abgeschnitten, die Stängel. Aber Gott sei Dank, dieses Jahr haben wir wieder gar keinen Maiszünsler in unserer Region im Norden. Das gibt es wieder gar nicht hier. Und so landet letztendlich nur der Kolben im Drescher. Und das war's. Und diese Fläche lasse ich jetzt so liegen. Hier kommt im Frühjahr entweder Silo-Mais her oder nochmal Körnermais. Ich weiß das noch nicht. Das ist so eine Fläche, die will ich auch so ein bisschen aufbauen. Das heißt, hier das ganze Material tut dem Acker natürlich erstmal gut. Ist ja wie eine ausgiebige Düngung. So, fahren wir mal dazu, lasse ich mal die Drohne starten und dann sehen wir weiter. Oh, so Leute, da
Wir sind hierbei. Wir haben jetzt hier 16:17 Uhr, wie schnell es dunkel wird. Da ist der Durchschnitt bis jetzt. 10, fast 11 Tonnen auf dem Hektar. Da ist die Feuchte aktuell. Das ist das, was wir eben gedroschen haben von der Feuchte. Das, was wir da vorne gedroschen haben, das hatte fast 10,4 Tonnen auf dem Hektar. Und ihr seht ja selber, der ist gar nicht hoch, aber der performt echt gut. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Ihr fragt euch immer, welche Sorten das alles sind. Das wird in einem Video kommen und da werde ich die Sorten und meine Top-Sorten sagen und zeigen. Aber erst nachdem ich die bestellt habe. Ich habe letztes Jahr den Fehler gemacht und bei den Sonnenblumen das 1-2 Mal gesagt, bevor ich die bestellt hatte. Und da habe ich selber die Sorte nicht mehr gekriegt. Deswegen, ich warte erst, bis ich das bestellt habe. So Leute, dann fahren wir hier gleich weiter. Jetzt war der auch wirklich mit Anschlag voll. Da oben steht Svenny. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Da oben steht Svenny. Den haben wir, hat Detlef jetzt gerade voll gemacht. Den hier noch und dann kann er wirklich losfahren. Und dann sind das hier ungefähr noch 2,5 Hektar. Und dann sind wir wieder pünktlich zu Hause heute. Hat die Trocknung gut zu tun. Die mussten wohl auch die Siebe heute wechseln, weil die Körner so groß sind. Gefällt uns. So, ich muss jetzt hier ein bisschen lenken. Wir sind am Vorgewende. Ich glaube, wenn ich mir selber einen Maispflücker holen sollte, dann glaube ich, würde ich zum einen mit einer aktiven Höhenführung nehmen und zum anderen mit einem Reintaster. Da muss ich wirklich viel lenken hier am Vorgewende. So, mich stört das jetzt nicht so, aber im Gesamten jetzt hier mit Kamera und Stream und Drohne fliegen und so macht sich das schon besser, wenn die Reihen so ein bisschen geführt sind. Wir warten jetzt, bis der Mais hier schön eingeführt ist. Und dann sehen wir natürlich da, wie der Ertrag so jetzt aktuell ist. Und ich finde den Ertrag wirklich, wirklich gut für das, was wir dieses Jahr an Wetter hatten. Was wir dieses Jahr wirklich hier an Geld runterholen können. Klar kommen jetzt noch die Trocknungskosten dazu und das ist auch ein großer Teil. Aber ich sag mal, silotechnisch hätte das hier nicht so gut performt. Ich meine, silotechnisch haben wir 46 Tonnen auf dem Hektar geerntet. Das ist auch schon mal extrem gut für dieses Jahr gewesen. Bis dann. Ich fahre natürlich, wenn die Reihen gerade sind und normal gerade mit Autopilot gelegt, dann fahre ich die schon mit Autopilot und kann ja die ganze Zeit immer so ein bisschen korrigieren, rechts, links. Aber gerade wenn man so ein bisschen Berge hat und Hügel hat und das Gerät beim Maislegen, dem EDX, so ein bisschen in die Drift kam, dann passen die Reihen halt gar nicht. Ne? Was heißt gar nicht? Die passen ja nicht gut. Und das beste Ergebnis hat man einfach, wenn die schön gerade reingezogen werden, weil dann auch der Unterflurhäcksler am besten funktioniert. Wenn die nicht noch irgendwie schräg oder krumm sind, dann sieht das wirklich am besten aus. So in den Kurven habe ich mir so ein bisschen angewöhnt, halt eckig zu fahren, 90 Grad. Richtig Kurven fahren funktioniert nicht so gut, weil man sich dann halt schon die wieder umlegt, die Halme. So. Deswegen fahre ich da lieber so ein bisschen schräg. Das funktioniert ziemlich gut, aber Kurven fahren gar nicht. Kurven fahren gar nicht. Und dann habe ich, genau, ich habe ja vorhin euch erzählt, ja, Mensch, ist da ein bisschen viel Bruch drin. Wie geht man denn vor? In meinem Fall ist es ja ziemlich einfach. Ich kann im Mais mit IntelliSense fahren. Das ist das intelligente Druschsystem von New Holland. Und das heißt, in diesem Falle habe ich ja hier meine Anzeigewerte, hier unten meine ganzen Parameter. Und jetzt habe ich ja im Korntank reingeguckt und habe gesagt, oh, da ist ein bisschen zu viel Bruch drin. Dann gehe ich auf das Bruchkornsymbol und habe ihm jetzt gesagt, ist mir zu viel. Und sage ihm dann okay danach. Ne? Dann hat er dementsprechend seine Skala anders geändert. Also man muss die Maschine natürlich sagen. Also sie weiß alles klar, ich habe jetzt so und so viel Bruchkorn. Aber ist ihm das jetzt zu viel oder ist das okay? Und nur indem ich ihm jetzt sage, pass auf, das ist mir zu viel Bruchkorn, weiß er, alles klar. Dieser Wert X ist ihm zu viel Bruchkorn, machen wir ihm weniger. Und so funktioniert das System. Und so funktioniert das auch mit der Reinigung, mit den Verlusten, mit dem Bruch und den Fremdbestandteilen. Das heißt, ich sage ihm, Meister, das, was du jetzt gerade als wenig Verluste empfindest, das sind zu viele für mich.
dann weiß der, alles klar, ich muss sozusagen die Sensibilität da hochsetzen oder den Punkt höher setzen, den ich als okay empfinde für die Maschine. Das heißt zum Beispiel, wenn die Maschine so die ganze Zeit so fährt und sagt, oh, 1% ist richtig gut, fahren wir so die ganze Zeit umher und da stellt sie sich die ganze Zeit drauf ein. Und die Maschine denkt so, oh, das funktioniert ja Bombe, ne? Und dann komme ich und sage ihm, das ist mir zu viel. So, und dann weiß die Maschine, alles klar, 1% ist ihm zu viel, wir müssen drunter fahren. Ne? Und so funktioniert das System. Und wie ihr seht, dann bleiben auch die Parameter entsprechend die ganze Zeit drunter. Was macht er für das Bruchkorn? Der nimmt den Rotor langsamer, der öffnet den Korb ein bisschen mehr. Wenn es zu dreckig ist, dann analysiert er natürlich selber. Also er weiß ja selber, ob wir grobe Bestandteile oder kleine Bestandteile drin haben. Er hat ja eine Luftdruckanalyse bei den Sieben. Das heißt, es kann ja dadurch sein, dass zum Beispiel oben oder unten im Sieb so eine dicke Matte drauf ist, dass der Wind da nicht durchkommt. Dann wäre es ja die logische Konsequenz, ich muss dafür sorgen, dass weniger auf den Sieben liegt. Jetzt gibt es ja zwei Vorangehenweisen. Ich fahre langsamer, so, ne? Oder ich öffne zum Beispiel ein Sieb oder schließe ein Sieb. Und mit dieser Luftdruckanalyse weiß der halt ganz genau, alles klar, da kommt nicht so viel Wind durch, weil die Matte so dick ist. Das kann er oben und unten machen. Also er weiß zu jeder Zeit, wie viel Material liegt auf den Sieben und wie muss ich mich dazu verhalten. Und das Komische ist, der stellt den Drescher schon anders ein als ich, aber hat das bessere Ergebnis. Also ich bin den ersten Tag alleine gefahren, habe hier den Untersieb habe ich mit 6 gefahren, Obersieb oder beziehungsweise Vorsieb habe ich hier mit 7 gefahren und hier hinten hatte ich 16. Und das Ergebnis war ganz gut. So, wenn ich das Obersieb sozusagen noch weiter zugemacht habe, dann haben sich da die Verluste gemehrt und vorne habe ich gefühlt mehr Spindeln reinbekommen, wenn ich vorne geöffnet habe. Ja, der hat das jetzt aber alles doch schon ein bisschen anders eingestellt und hat damit das deutlich bessere Ergebnis. Also es ist sauber, das Produkt ist wirklich sauber. So, hier geht die Fahrt weiter. Und wieder sind wir voll. Also wir haben da vorne abgebunkert. Und wir sind jetzt, also ihr wart jetzt komplett fast dabei, außer da oben die kleine Ecke, die ich rumgefahren bin. Und jetzt sind wir schon wieder voll. Begeisternd. Wirklich, wirklich begeisternd. Gut, Leute. Soweit erstmal. Einen wunderschönen guten Morgen.
Wir sind ein bisschen weiter fortgeschritten jetzt in dieser Folge. Wir haben Montag, also ihr merkt die Zeiten zwischen den Aufnahmen ist länger geworden, ganz klar, weil momentan auch nicht so viel passiert. Auf den Feldern ist eigentlich alles fertig. Wir haben nur noch den Rest zu dreschen und wir müssen echt lange mal auf die Trocknung warten, sodass wir einmal in der Woche Mais dreschen können. Und das ist auch so ein bisschen so ein Punkt, den ich momentan nicht so gut finde. Ich hatte ja ursprünglich mit einer größeren Trocknung mich im Frühjahr sozusagen schon verabredet, aber der hat so hart Personalmangel, dass da gar nichts geht und da musste ich halt Alternativen suchen. Das ist natürlich ein Punkt, der mich da ein bisschen annervt. Da brauche ich wenn ich das nächstes Jahr wieder machen möchte mit dem Körnermais, mit den Sonnenblumen, irgendwie verlässliche, größere Trocknung, sonst wird das nichts. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Und was ich euch zeigen will, ist unser Printraum. Ich will euch einmal zeigen, wie ein Hoodie von euch entsteht oder wie ein T-Shirt von euch entsteht. Viel passiert die letzten Tage. Ich habe diesen Vlog nicht auf den Sonntag rausgebracht, weil ich eigentlich das noch mit aufnehmen wollte zum Film. Ja, und weil ich mich übers Wochenende und so auch jetzt keinen Druck aufbauen wollte. Wir hatten mal Anton frei, wir wollten mal ein bisschen für mich und Lisi sein und bin ich ganz fein. Und glaube ich, im Winter ist das auch okay, wenn wir nicht jede Woche irgendwie 2 Videos bekommen. Ich denke, wir gehen so auf November, Dezember auf ein Video in der Woche runter. Weil auch schlichtweg, glaube ich, einfach der Content sonst fehlt. Wir werden so ein bisschen Allgemeines noch machen, wir werden noch Aufklärungsvideos machen, wir werden noch ein bisschen was zur Ertragskartierung, wir werden noch die Ertragsauswertung machen, so. Aber ich denke, ein Video in der Woche ist da völlig fein. Ich will mich da selber auch ein bisschen zurücknehmen. Und ich glaube, man kriegt dann auch wieder, was heißt mehr Lust, aber man kriegt dann auch wieder richtig Bock, im Frühjahr wieder richtig loszulegen, als wenn man sich so notdürftig versucht, keine Ahnung, sich was aus den Fingern zu saugen, damit man unbedingt 2 Videos in der Woche schafft. Ein weiterer Punkt, ich habe jetzt einen Podcast mit Jan, Twitch Farming, und der kam gestern raus, auf den Sonntag, heute ist Montag, kam gestern raus zur ersten Folge. Wollen jetzt über Winter erstmal jeden Sonntag eine Folge rausbringen und dann, wenn es wieder losgeht, alle 2 Wochen haben wir uns vorgenommen. Der heißt Feldgeflüster, Podcast mit Fruchtfolge, der Podcast mit Fruchtfolge. Und den findet ihr auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes, auf Amazon. Auf 4 Plattformen findet ihr den. Und wir haben heute Morgen, hat Jan einmal reingeguckt, wir sind Platz 76 bei den iTunes Charts Podcast Deutschland. Top 100. Innerhalb von einem Tag. Das ist stark, das ist stark. Vielen, vielen Dank euch, die den schon gehört haben. Ansonsten der Rest, hört gerne rein, gebt uns auch eine gute Bewertung, wenn ihr Bock habt. 5-Sterne-Bewertung, würden uns freuen. Zum anderen, genau, das ist hier unser Druck, das heizt gerade alles auf. Wir haben alles abgearbeitet, was ihr bestellt habt. Da ist noch der Rest, den haben wir gestern fertig gemacht. Hoodies, T-Shirts, Tassen. Wir drucken jetzt nämlich auch die Tassen alleine. Ja, ursprünglich habe ich das geholt gehabt, wir haben uns gedacht gehabt, falls die Druckerei mal nicht nachkommt. Wir hatten letztens, da mussten wir 3 Wochen auf Tassen warten und die waren dann bestellt, wir wollten die rausschicken und dann haben wir gesagt, dieser Drucker, das Set kostet gar nicht so viel. Viel schon, 1.000 Euro ist eine Menge Geld, aber wir wollten 3 Wochen keine Bestellung hinlegen. Sagt ihr jetzt wieder, ja doch, das ist okay. Nee, das macht mega viel Aufwand. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Aufwand es macht, Bestellungen liegen zu lassen. Weil auch alle anderen Güter, die dann mitbestellt werden, die müssen auch liegen bleiben. Und dann staut sich halt das Lager so und es ist besser, wenn es immer gleich sofort rausgeht. Also nichtsdestotrotz. Und wir hatten letztens einen Fall, obwohl in der Beschreibung zum Beispiel der hat einen Hoodie bestellt, obwohl er in Beschreibung steht 7 bis 10 Werktage Lieferungszeit, hat er nach 7 Tagen einen PayPal-Fall aufgemacht, haben wir gar nicht reingeguckt, ist uns entfallen. Und der hat dann, später wurde ihm das Geld gegeben, also kann ich das noch genau sagen, am 19.10. hat er einen PayPal-Fall gemacht, wir haben nicht reingeguckt, am 20. haben wir es aber trotzdem ausgeliefert, waren sogar noch in der 10-Tagesfrist und am 22. hat er es erhalten, hätte theoretisch den PayPal-Fall schließen können, weil er hat es ja bekommen. Aber nein, es wurde ja dann zugunsten, weil wir nicht darauf geantwortet haben. Wir haben da auch gar nicht reingeguckt, ob wir überhaupt einen PayPal-Fall haben. Aber gucken jetzt wieder regelmäßig rein. Wir haben 14 Euro Bearbeitungsgebühr bezahlen müssen und entsprechend das Ganze, was er bestellt hatte. Was er bestellt hatte, muss er jetzt entweder zurückschicken oder bezahlen. Das geht ja nun mal nicht. So, genau, aber
zum Punkt. Habe ich gesagt, komm Lisa, wir holen uns ein Ding, dann können wir die 10 Tassen, 20 Tassen oder so selber mal bedrucken. Aber dann fing ich an rum zu experimentieren, was man da so machen kann. Und ich muss sagen, die Ergebnisse gefallen mir deutlich besser. Der Druck sieht geiler aus. Hier. Man kann dann halt richtig rumexperimentieren, in welcher Größe der Druck am geilsten aussieht. Hier mit König der Silos. Oder hier der Häcksler. Weil das gefällt mir richtig gut mit dem großen Druck. Die 3 sind jetzt übrigens auch in den Shop. Ich habe nämlich hier rumexperimentiert letzte Woche. Dann habe ich, und meine Mutti steht auf sowas, mir Glastassen bestellt. Und habe die mit diesem Motiv bedruckt und habe gedacht, Mensch, das so mit einer Sonnenblume noch drauf, vielleicht noch mit einem Maiskolben. Und das als Dreier-Set könnte man auch zum Verschenken nehmen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das sind alles hier meine Entwürfe. Finde ich ganz geil, muss ich sagen. Also das ist auch so ein Kollege, den ich mir absolut hinstellen würde, weil der so schön neutral ist, hat ein schönes Motiv drauf. Der Punkt ist aber, alles, was matt ist bei uns nicht geschirrspülfest. Das heißt, der wird nicht geschirrspülfest sein, die aber schon. Das Hochglanz, ne? Und da habe ich noch den drauf gedruckt, aber da muss ich den Druck noch ein bisschen optimieren, damit er auch richtig schön sauber und klar aussieht, ne? Das ist jetzt mein Entwurf. Da muss ich mich diese Woche noch mal beimachen und noch mal mich durchhören, was ich da an Temperatur und an Zeit ändern kann, damit der Druck richtig schön klar aussieht, so wie diese hier. Aber qualitätstechnisch sieht es umso geiler aus. Ich kann euch das noch mal zeigen. Wir haben nebenan noch ein kleines Lager. Ich hole das mal in so ein Zimmer. Hier ist das besser ausgeleuchtet. Wir haben nämlich hier eine richtig schöne Tagesbürolampe drin. Und zwar habe ich dann davon welche gemacht, weil die uns fehlen. Seht ihr den Unterschied vom Druck? Das kommt von der Druckerei. Hat so einen bräunlichen Stich, ist so ein bisschen unklarer. Und das habe ich gedruckt. Es soll eine schwarze Ähre sein, es ist eine schwarze Ähre. Und die Details sind deutlich besser. Diese ganzen Sachen mit den Tassen und so wird es voraussichtlich, den Großteil wird es nur saisonal geben. Das heißt, jetzt im Winter haben wir Zeit, so ein bisschen das abzuarbeiten. Da wird es das geben, auch hier so mit Glastassen. Ich denke mal auch, dass die im Shop kommt, weil ich finde die ganz schön geil. Und das denke ich aber nur bis Weihnachten oder spätestens bis Januar, dann gehen die raus. Dann bleiben vielleicht die Standards noch drinne und alles, was mir denn noch einfällt, mal gucken. Ich habe noch eine geilere Idee gehabt, aber die kann ich noch nicht umsetzen. Und dann hatten wir so eine Magic Cups. Zeige ich euch das am besten mal im Video. Wenn die heißes Wasser bekommen, verfärben die sich weiß und dann ist ein Motiv sichtbar hier. Sieht man das ganz bisschen? Sieht man nicht so richtig, ne? Dann wird ein Motiv sichtbar. Habe ich ein Video aufgenommen, habe ich letztens bei Instagram gepostet. Ich denke, die wird es auch noch geben. Und wie gesagt, das Ganze sehr, sehr begrenzt und limitiert, voraussichtlich bis Weihnachten. Und dann gibt es vielleicht 1 oder 2 Standardtassen, weil wir dann wahrscheinlich auch nicht mehr nachkommen. Ne? Januar wollen wir uns ein bisschen mehr frei nehmen und dann im Februar geht es dann auch wieder ein bisschen mehr los. Tasten bedrucken ist übrigens, was man super nebenbei bei der Büroarbeit machen kann. Ich habe da letztens echt gut geschafft. Ich habe 20 Tassen bedruckt und habe nebenbei super Bürokram gemacht. Man muss hier nämlich erstmal druckt so einen Bogen aus. Hier kann ich euch mal schnell zeigen. So einen Bogen druckt man sich aus. Das ist spezielles Sublimationspapier. So, da ist dann der Druck drauf. Dann wird das hier so rumgewickelt, wird festgeklebt und dann wird das Ganze in diesem Gerät mit 190 Grad wird die Farbe auf die Tasse gebracht. So. Genug gesagt, jetzt will ich euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert mit dem Print. Ein Punkt wollte ich euch noch erzählen. Ach so, heute ist ja, wenn es rauskommt, ist heute Dienstag. Und heute kommen auch die neuen Duftbäume und es kommen die alten Duftbäume raus, die ja so schnell vergriffen waren. Wir haben jetzt deutlich mehr bestellt, aber jetzt ist vor Weihnachten, wir wissen generell nicht, wie viel geht und das ist auch immer relativ viel Vorkasse für uns, so ein paar tausend Duftbäume zu bestellen. Deswegen machen wir das immer so ein bisschen im Rahmen. Wo wir denken, okay, die gehen weg und die bleiben vielleicht ein bisschen länger, haben wir letztes Mal auch gedacht. Diesmal werden sie aber, glaube ich, länger bleiben. Aber es sind die letzten Duftbäume für dieses Jahr. Wir haben ja ungefähr so 6 bis 8 Wochen Lieferzeit. Die werden ja nur für uns hergestellt. Und von daher gehe ich davon aus, wenn die jetzt ausverkauft sein sollten, gibt es erst im neuen Jahr welche. Also wer da mit den Gedanken spielt, nicht zu lange warten.
Dann kommen heute auf den Dienstag kommen die neuen Öle in den Shop. Die neuen Öle kommen in den Shop. Und zwar wir haben Färberdistel, wir haben Leinöl und wir haben Hanföl. Hanföl, super lecker, schmeckt wirklich wie der Hanfsamen. Schmeckt, ich will nicht sagen sehr intensiv, aber schmeckt mega. Leinöl auch geil, weil es schmeckt gar nicht bitter. Ich habe mir gedacht, Hanföle schmecken bitter. Leinöle schmecken bitter, also wie man die eigentlich aus dem Laden kennt. So, das ist das Motiv. Wir drucken immer 2 Motive pro Lage, weil wir A3 sozusagen bedrucken und dann nehmen wir mal, schneiden die einmal durch. Das ist ein bisschen effizienter und schont etwas die Umwelt. Färberdistel ist ein bisschen speziell. Also Färberdistel ist so ein Öl, weil ich mir vorstellen kann, das passt gut in Rohkost oder sowas rein. Leinöl, würde ich sagen, passt trotzdem überall. Quark, Kartoffeln mit Quark, Smoothies, überall, wo man Leinöl einsetzt. Aber das schmeckt schon anders als das, was man irgendwie aus dem Laden kennt. Und Hanföl, würde ich sagen, ist auch so ein klassischer Allrounder. Den will ich auch im Brot irgendwie sehen. Viele fragen mal, was macht man damit? Leindotteröl, definitiv der Ersatz für Olivenöl. Kannst du überall reinnehmen, gerade zu Nudeln und Pastagerichte. Schmeckt mega zu Pestos. Und Rapsöl einfach überall. Dann haben wir Sonnenblumenöl, sind wir schon fleißig am Pressen. Da warten wir jetzt auf die Beprobung. Wenn wir Glück haben, kommt heute noch die Beprobung. Und das geht auch alles zeitgleich dann mit raus. Sonnenblume schmeckt dieses Jahr noch besser als letztes Jahr. Ist viel milder, ausgewogener. Also noch geiler. So, dann kommt hier so eine spezielle Folie rauf. Die lege ich da raus. Das ist DTF-Folie. DTF heißt Direct to Film. Also wir drucken die Tinte erst hier rauf und dann aufs Shirt. Das ist hier eine Silikonmatte. Ne, damit das nicht verrutscht, kann man das hier so ein bisschen andrücken. Und dann geht das hier seinen Gang. Aber ich glaube, jetzt muss er erst reinigen. Er reinigt immer, bevor man anfängt. Ist möglich. Wir haben gestern Abend noch gedruckt. Das ist natürlich. Da müssen wir jetzt 5 Minuten warten. Genau, Direct to Film. Wir können mit dem Drucker auch direkt auf Textil drucken. Das Problem ist aber, wenn wir dann das Ganze nachpressen müssen, auf der Presse, da wird es ja nochmal reingedrückt, beziehungsweise mit Wärme nochmal die Tinte befestigt, dann wird Weiß etwas gräulich. Und wir haben halt die Möglichkeit, wir sind mit diesen wir sind so schneller und die Qualitäten sind auch besser. Das heißt, wenn wir erst auf den Film drucken und dann aufs Shirt, dann sieht die Qualität besser aus, die Farben sehen besser aus. Und wir müssen zum Beispiel Schwarz nicht vorbehandeln, sonst müssen wir Schwarz vorbehandeln. So, genau. Jetzt zieht er sich das rein und jetzt druckt er da die beiden Bögen. Das gucken wir uns gleich nochmal an, wenn das fertiggestellt ist. Genau. Achso, die Öle, genau. Sonnenblume ist wirklich, also Sonnenblume ist noch ein Ticken geiler geworden als letztes Jahr. Die Beprobung ist eigentlich schon 3 Wochen weg. Wir hoffen mal, dass sie heute kommen wird. Ja, das wäre gut. Das wäre wirklich gut. Ansonsten, genau. Ist im Hintergrund ziemlich viel Aufwand. Mag man vielleicht gar nicht denken, was das alles an Zeit kostet, sowas hier ins Leben zu rufen. Aber wir sind dafür mit den Qualitäten deutlich besser zufrieden. Also es sieht alles viel besser aus als aus der Druckerei. Und wir sind up to date und fertig. Was ich euch noch zeigen will, das Probierpaket. Es wird ein Probierpaket geben. Das wird genau so aussehen. So. Da habt ihr hier drin so eine schwarze Box. So. Packt ihr das aus, wenn das kommt. Und dann, das ist eine Magnetbox, also die könnt ihr wiederverwenden, die ist wirklich geil und wertig. Packt ihr das aus und dann habt ihr da, also die sind jetzt bloß Platzhalter, diese ganzen Sorten. Nachher habt ihr von jedem Öl 1 drin. Wir haben 6 verschiedene Ölsorten und damit von jedem 1 drin sein. Und ihr werdet auch die Möglichkeit haben, im Konfigurator euch 2 große Flaschen nach Wahl zusammenzustellen. Also ihr habt dann die Möglichkeit zu sagen, ihr wollt das in einer Geschenkbox mit meinetwegen Sonnenblumenöl und Leindotter. Das könnt ihr euch im Konfigurator zusammenstellen und das kommt dann nach Wunsch, so wie ihr das wolltet, zusammen. Das Ganze wird hier, als das Probierset, wird in 6, nicht in 6, mit 6 verschiedenen Ölen kommen. 6 mal 100. Und wer jetzt sagt, das ist ihm dann zu teuer mit der Magnetbox oder, der kann letztendlich sich die 5 ja auch einzeln bestellen und entweder packt er sich das selber in den Karton zum Verschenken oder er hat halt die 5 einzeln.
Ne? Also das ist in der Variante natürlich nicht billiger, als wenn man sich das einzeln kauft. Aber wir wollten auch etwas haben, weil die meisten haben gesagt, sie wollen das gerne verschenken. Und dann wollten wir auch etwas machen, was sehr hochwertig ist. Magnetbox, genau. Und die kann man auf jeden Fall auch wiederverwenden. Also die kann man auf jeden Fall für alles nehmen. Deswegen haben wir uns auch gedacht, machen wir nicht nur stumpf Pappe oder so, sondern die ist auch richtig wertig, die ist geil. Die kommt in so einer Einlegebox. So, jetzt kommt das hier raus. Jetzt ist oben drauf weiß gedruckt. Und unten drunter ist die Farbe, ist ja klar. Das Weiß ist sozusagen die Grundierung aufs Shirt, damit die Farben nachher auch richtig gut aussehen. Der Trick bei dem Ganzen ist auch so ein bisschen, wir drucken das Schwarz nicht mit. Hier zum Beispiel in den Raupenlaufwerken oder in den Rädern, zwischen den Gräsern. Überall, wo schwarz ist, hier in den Rahmenteilen, wird das Ganze nicht gedruckt, weil es ja auf ein schwarzes Shirt kommt. Der Vorteil, man spart A dadurch Tinte. Zum anderen fließt das Ganze besser in den Hoodie rein, das ganze Bild, ne, weil es sich nicht so krass absetzt. Und es ist atmungsaktiv. Ne? Dadurch, dass alle Segmente überall die schwarzen normaler Hoodie ist das atmungsaktiv. So, jetzt haben wir hier so eine Powdermaschine. Die machen wir an. Da kommt ein spezielles Pulver rauf für das DTF-Verfahren. Also was das genau alles ist, Leute, dafür bin ich zu wenig Profi. Aber das ist auf jeden Fall ein spezielles Pulver. Das wird jetzt nochmal mit Wärme zusammen mit der Tinte sozusagen verschmolzen. Was nochmal für die bessere Anhaftung dient. So, das ist jetzt der Bogen, da ist jetzt das Pulver drauf. Und dann kommt das Ganze hier durch diesen Trocknungskanal. Bam. So, jetzt dauert das 2 Minuten 50 bei 100 Grad. Dann kommt das hier raus. Und dann können wir es pressen. Jetzt werden viele fragen, ja, kann man sich die Bögen nicht von der Druckerei machen lassen und. Ja, klar, kann man auf jeden Fall. Wir haben aber hier den Vorteil, wir können selber Motive testen. Das heißt, bevor ja ein Motiv bei euch ankommt, drucken wir es aus, gucken uns das an, wie sieht das aus, mit welcher Größe wäre das ganz cool, wie sehen die Farben dazu aus. Wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten, als das mit der Druckerei zu machen. Zum Beispiel bei sowas, ne? Das ist Lisis Lieblingsprojekt, das soll es zu Weihnachten geben. Das ist ein roter Pullover, den wird es auch nur jetzt geben. Roter Pullover mit einem Druck, der aussieht wie Stick. Und den wird es auch jetzt nur zu Weihnachten geben, danach nicht mehr. Und wir haben halt den Vorteil, wir können uns diese Folien jetzt hier hinlegen. Die sind halt fertig und haltbar. Und dann können wir es immer nach Bedarf sozusagen drucken. Also wir müssen nicht permanent drucken, das Ganze hier machen. Wir können das auch hier vorbereiten. Wir haben die Bögen, habe ich letztens auch bei Büroarbeit, habe ich die vorbereitet. Dann habe ich zum Beispiel Sport nebenan gemacht hier von dem König der Silos. Drucken wir 3 gleichzeitig. Das dauert dann auch tatsächlich ein bisschen länger, so 10 Minuten dauert der Druck. Und währenddessen mache ich so ein bisschen, was heißt ein bisschen? Währenddessen mache ich Sport nebenan, komme dann rüber, klopfe das ab. Pack das hier in den Tunnel rein und pack den nächsten Bogen rein. Ist super schnell, ist effizient, kann man einfach nebenbei machen. Und in der Saison haben wir uns auch gedacht, müssen wir mal gucken, vielleicht stellen wir uns, dann brauchen wir nämlich nur noch die Presse. Wenn die Bögen fertig sind, brauchen wir nur noch die Presse. In der Saison eventuell stellen wir uns das Ganze in der Firma hin und dann kann das auch ein Mitarbeiter machen. So. Genau, wir haben nämlich hier unten haben wir noch einen Druckertisch. Der soll nämlich noch anders, das soll hier noch ein bisschen anders hingestellt werden. Wir wollen die Tage noch ein bisschen aufräumen. Der Tisch soll hier in die Ecke. Naja, werdet ihr in Zukunft sicherlich sehen. Jetzt warten wir hier, bis das hier fertig ist, bis hier rauskommt. Dann schneiden wir es durch und dann können wir das Ganze drucken. So, jetzt ist der Bogen hier rausgekommen, jetzt ist das auch alles fest. Jetzt kann man das anfassen, fässt sich so ein bisschen Gilet-artig an, so ein bisschen wie Silikon. Jetzt schneiden wir das Ganze hier ab. Übrigens, viele fragen immer, kann man die Folie nochmal verwenden? Kann man nicht. Das ist eine spezielle Folie und da ist ein Film drauf und dieser löst sich beim Bedrucken mit ab bei der Farbe. Jetzt nehmen wir uns ein Shirt. Hannes bedruckt sich mal was. XL. Die T-Shirts fallen relativ normal aus, da wird mir auch eine L reichen eigentlich, aber die ist mir ein bisschen zu kurz. Bei den Hoodies bitte eine Nummer größer bestellen, die fallen klein aus. Vielleicht auch 2 Nummern größer. Dann kommt das hier rauf mit der Folie. Wird ein bisschen ausgerichtet, damit es schön gerade ist.
Und dann wird das zum ersten Mal gepresst. Das dauert jetzt hier 13 Sekunden. Liegt das hier unter, wird das mit Druck und Wärme wird das hier raufgepresst. Den können wir wegpacken. So, jetzt geht hier hoch. Jetzt müssen wir das schnell abziehen. Zack. Jetzt wird das noch einmal nachgepresst. Und dann ist das T-Shirt der Wahl oder der Hoodie der Wahl fertig. Wir werden übrigens ab heute Dienstag, werden wir auch graue Pullover haben. Wir wollten ursprünglich grün. Aber das Problem ist, grün gab es nur bis 3XL. Und wir wollen gerne alles bis 5XL anbieten. Und so sieht das Ganze dann aus. Dann ist das fertig und dann kann das Ganze benutzt und getragen werden. Das Ganze ist übrigens auch normal wäschebeständig. Also, habe ich das schief drauf gedruckt? Nee, ich habe es nur schief hingelegt. Das Ganze ist auch waschbeständig. Das heißt, DTF sagt man bis 60 Wäschen bei 60 Grad. Aber ihr verlängert natürlich die Haltbarkeit, wenn ihr es umgekehrt wascht, bei 30 Grad ohne Weichspüler. So sieht das Ganze aus. Also, heute im Shop, ab heute kommen auch noch die grauen Pullover mit rein. Und dann müssen wir mal gucken. Gut, was noch ein Punkt. Wenn ihr bestellt bitte rechtzeitig. Ihr müsst bedenken, das Ganze hier auch mit den Tassen, das mache ich mit Lisi alleine. Wir machen das so, wie wir es nebenbei schaffen. Beim Öl helfen meine Eltern mit und 1, 2 Mitarbeiter. Aber da sind wir momentan auch knapp aufgestellt. Viel Krankheit und. Bestellt bitte rechtzeitig. Es kann auch sein, dass wir, wenn wir das merken, dass wir es bis Weihnachten alles nicht rechtzeitig schaffen könnten, dass wir eventuell Produkte aus dem Shop rausnehmen, wenn das alles zu viel werden sollte. Wir werden sehen, was wir schaffen. Bis jetzt haben wir alles gut geschafft. Einige haben leider zu lange gewartet, gerade mit dem Druck von Textilien, aber es lag nicht hundertprozentig an uns, das lag auch ein bisschen an anderen. Gut, Leute, ich muss weiter. Ich habe gleich einen Termin und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank beim Zuschauen. Und wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Habe ich doch gerade gesagt. Bis dann. Ciao, ciao.